Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Race Navigator One oder ein anderes Produkt von Race Navigator nutzen könnt, um eure Erfahrungen auf der Rennstrecke zu analysieren, beziehungsweise eine Datenanalyse zu machen von dem, was das Gerät aufgezeichnet hat. Der eine oder andere, der meine Videos verfolgt, der wird wissen, dass ich für die Track Days und die Videoaufzeichnungen ein Gerät namens Race Navigator nutze. Das wird hier in Deutschland entwickelt, im Ausland irgendwo hergestellt. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel, das sind 3 Videos, die ich eben mit dem Race Navigator aufgenommen habe. Hier unten sieht man, dass es eben jeweils ein anderes Layout mit anderen Informationen war. Ja, also da seid ihr relativ flexibel. Und zusätzlich zu diesem Gerät, also der Hardware, bietet Race Navigator auch eine Software, und zwar diese Race Navigator Analyzer Software, mit der ihr dann eben diese Daten, also sowohl Video als auch, ich nenne es mal Metadaten, ja, also sprich die Informationen, die das Gerät erfasst. Da ist ja ein G-Sensor für die Fliehkräfte drin, da ist ein GPS dran für die Position und um die Geschwindigkeit zu ermitteln. Man hat die Möglichkeit mit einem OBD-Plug, einem Zusatztool oder einem Zusatzgerät, Informationen vom Fahrzeug abzugreifen, wie Motordrehzahl, was wir hier oben sehen, Gaspedalstellung, Öltemperatur und andere Informationen. Und all das zeichnet das Gerät dann auf und ihr könnt das später nutzen, um sozusagen eure Runde zu analysieren oder auch um eure Runden zu vergleichen. Und in dem Video heute möchte ich euch zeigen, wie ihr da in in euren Race Navigator Analyzer, wie ihr da die Videos reinbekommt und wie ihr die dann eben vergleichen könnt. Wie wir sehen, haben wir hier auf der linken Seite so verschiedene Menüpunkte. Und um Videos in diesen Analysebereich zu bekommen, den wir hier sehen, müsst ihr sozusagen einmal über Import und dem zusätzlichen Menü hier oben, da geht einfach nur ein Windows Explorer auf, dann wählt ihr den Ordner aus, wo alle eure Runden drin sind. Dann, wenn ihr den ausgewählt habt, tauchen die Runden hier auf. Die schnellste Runde der Runden wird immer so gehighlightet in gelb. Und dann habt ihr hier hinten nochmal 2 Buttons und jeder Button steht sozusagen, der hier vorne steht für die Metadaten und der hier hinten für das Video, das heißt für die Videos, die ihr euch anschauen wollt oder die ihr vergleichen wollt, klickt ihr hier den Button für Metadaten und eben auch für Video. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr hier links im Menü auf die Analyzer Section. Und dort könnt ihr dann auswählen, hier an der linken Seite, welche Videos ihr sozusagen hier in der Mitte sehen wollt. Wenn wir jetzt mal hier schauen auf der linken Seite, ich hätte auch noch Videos aus Spa, die will ich aber nicht vergleichen, weil das wenig Sinn machen würde. Das heißt, ich habe jetzt hier nur die beste Hockenheimzeit ausgewählt, die schlechteste und die in der Mitte liegt. Also ich habe natürlich auch noch schlechtere gefahren, aber das sind jetzt von den einzelnen Events. Das war sozusagen hier im Mai, das hier war dann später im Jahr und das war jetzt im September. Da habe ich jetzt die Runden genommen und dann vergleichen wir die jetzt einmal, was da sozusagen möglich ist in dem Tool und welche Daten wir sehen. So, jetzt habe ich also ein bisschen was erklärt, wie ihr die Videos hier in das Tool bekommt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was können wir hier an Einstellungen vornehmen, beziehungsweise was sehen wir. Wir sehen hier einmal auf der linken Seite die jeweilig ausgewählten Runden, die wir also miteinander vergleichen wollen. Wir haben hier unten in grün die schnellste Rundenzeit, in blau die zweitschnellste und in orange die drittschnellste Rundenzeit. Hier in der Mitte sehen wir dann eben die Videos zu den Runden, beziehungsweise auch hier oben die Daten zu den Runden. Hier ist also jetzt die schnellste Runde, hier ist die zweitschnellste Runde und hier ist die langsamste Runde in unserem Vergleich. Im unteren Graph sehen wir sozusagen das Zeitdelta. Das heißt also, die grüne Linie ist jetzt unsere schnellste Runde, unsere Referenz. Und orange und blau zeigen dann eben an den Verlust im Vergleich zu dieser schnellsten Runde. Wir sehen also auch teilweise gibt es Positionen, wo man schneller ist als in der schnellsten Runde, aber insgesamt sieht man eben auch, waren beide Runden entsprechend langsamer. Sehen wir natürlich auch hier drüben in den Zeiten. Wir sehen aber auch ganz dediziert, wo man Zeit verliert, wo man viel Zeit verliert. Und hier oben im Graph sieht man sozusagen die Geschwindigkeitsentwicklung über die Strecke. Das heißt also, in jedem Graph ist hier vorne, auch hier unten ist hier vorne sozusagen immer der Startpunkt und hier hinten ist dann bei beiden Graphen sozusagen der Endpunkt, also hier vorne Rundenstart, hier hinten Rundenende. Und in dem oberen Graphen sieht man jetzt also den Verlauf der Geschwindigkeit über die Streckenlänge. Das heißt also, wir haben hier diese ansteigenden Rampen, das sind die Beschleunigungsphasen, dann haben wir diese abfallenden Rampen, das sind die Bremsphasen,
Dann haben wir diese Scheitelpunkte hier oben. Das sind die Punkte, wo man sozusagen aus der Beschleunigungsphase in die Bremsphase übergeht. Und dann haben wir die Scheitelpunkte hier unten und das sind die eigentlichen Kurvenscheitelpunkte. Dann haben wir hier oben noch die Möglichkeit, unter Components verschiedene Attribute uns einblenden zu lassen oder Werte. Die Werte müssen wir natürlich erfassen können. Wenn wir jetzt mal hier schauen, auf meiner schnellsten Runde, da hatte ich ein Problem mit dem OBD-Plug, ne, hier in den anderen Videos. Da sind eben auch diese Motorinformationen vorhanden, also Motordrehzahl, Gaspedalstellung und Öltemperatur. Die fehlten aber jetzt in dem schnellsten Video, deswegen habe ich die jetzt hier auch nicht eingeblendet zum Vergleich. Daten wie aber zum Beispiel die G-Kräfte, also der Fliehkraftsensor, der ist ja immer aktiv, der ist im Race Navigator One mit dabei. Den hat man also immer sozusagen in den Datenaufzeichnungen, genauso wie die GPS-Position oder eben die Geschwindigkeit. Hier könnte man jetzt zum Beispiel auch noch sich die Map einblenden lassen, dann taucht das hier unten auf. Brauche ich aber jetzt nicht in meinem Vergleich. Ich habe ja die Videos und sehe genau, wo ich mich auf der Strecke befinde. Jetzt gehen wir wieder zurück auf die Lab-Übersicht. Das jetzt also mal so ein kleines bisschen was zu den einzelnen Sektionen, also wo ihr was konfigurieren könnt, wo ihr eure Runden sozusagen seht, wo ihr sie anwählen könnt, welcher Graph hier oben jetzt dargestellt wird, welcher hier unten dargestellt wird. Und jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail für diese Runden und für die spezifischen Informationen. So, jetzt noch ein paar Infos zu den einzelnen Runden. Die beste Rundenzeit bin ich, wie man hier unten auch erkennen kann, mit dem seriennahesten Zustand gefahren. Hier hatte ich also noch den Beifahrersitz, die Rückbank, die Originalbatterie, den Originalfahrersitz und die kleine Bremsanlage drin. Allerdings war die Bremsanlage mit den Pargit-Rennsportbelegen ausgestattet. In der zweitschnellsten und in der drittschnellsten Rundenzeit hatte ich dann, wie man hier auch sehen kann, eben den Innenraum schon leer geräumt. Das heißt also, hier war die Rückbank draußen, der Beifahrersitz komplett weg, der Fahrersitz durch den Recaro Pole Position ersetzt, die Batterie durch die Lightblocks Batterie ersetzt, das Fahrwerk durch das Clubsport-Fahrwerk von KW ersetzt und die Bremsanlage umgestellt auf die große M-Performance Bremsanlage. Und was ich auf jeden Fall in den beiden Runden gemerkt habe mit dem stark modifizierten Fahrzeug, dass einfach das Fahrwerkssetup noch nicht 100% passt. Das Auto ist deutlich nervöser geworden, vor allem auf der Hinterachse, beim Anbremsen als auch beim Rausbeschleunigen. Auch bei langgezogenen Kurven und kleinen Bodenwellen kommt sofort Unruhe ins Fahrzeug, was es mir momentan noch sehr schwierig macht, an die ursprüngliche Bestzeit hier im seriennahen Zustand heranzukommen. Und jetzt habe ich mir trotzdem eben vorgenommen, einfach mal in die Daten zu schauen, ob mein subjektiver Eindruck eben stimmt oder ob es noch andere Gründe gibt für den Zeitverlust. Und ich habe auch andere Gründe oder zumindest einen Grund noch ausmachen können. Und zwar ist es nicht nur das nervöse Fahrverhalten, also nicht nur ein Fahrwerksproblem, sondern wenn wir hier unten schauen, wo habe ich besonders viel Zeit verloren, dann können wir jetzt hier einfach mal hin navigieren, indem wir den Zeitstrahl an die Stelle bewegen. Und wenn wir jetzt hier stehen bleiben, dann sehen wir in den Videos, ich befinde mich in der Anbremsphase auf die erste Kurve vor der Parabolika. Das ist also hier auf der Rennstrecke, hier geht er dann die Parabolika entlang und hier in dieser Anbremsphase habe ich jetzt im Vergleich zu der besten Rundenzeit sowohl in der zweitschnellsten als auch in der drittschnellsten Runde massiv Zeit verloren. Und wenn wir jetzt hier auf die Geschwindigkeiten schauen, dann sehen wir auch warum. Ich subjektiv hatte den Eindruck, dass die M-Performance-Bremse sehr gut verzögert, aber wenn wir jetzt hier auf die Daten schauen, sehen wir eben, dass ich hier beim Einlenkpunkt oder eben in Richtung Scheitelpunkt eigentlich die gleiche Geschwindigkeit habe wie in meiner schnellsten Runde. Ja, da sind die Geschwindigkeiten gleich. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, dann sehen wir eben hier in der schnellsten Runde war ich deutlich länger schnell. Was wiederum heißt, dass die Bremse, also die kleine M-Sportbremse mit den Pargit-Rennsportbelegen, nachher auf dem kleinen Stück, was hier noch ist, eben von hier bis zu dem letzten Punkt, wo ich dann nachher aufhöre zu bremsen oder beginne einzulenken, besser verzögert als die große Bremse. Was wiederum heißt, die Bremsbelege von der großen M-Performance-Bremse sind nicht so gut wie die kleinen Pargit-Belege an der kleinen M-Sportbremse. Heißt also auch hier wieder in der Anbremsphase, ja, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir auch hier wieder, hier habe ich 20 km/h mehr als in den anderen beiden Runden, ja, und komme aber am Ende, am Kurvenscheitel, wenn wir auf den Kurvenscheitel gehen, trotzdem mehr oder weniger auf die gleiche Geschwindigkeit. Ja? Also sprich, die kleine Bremse und die Pargit-Belege waren einfach deutlich griffiger und bissiger
als die große M-Performance-Bremse. Das ist mir subjektiv im Fahrzeug gar nicht aufgefallen, aber hier beim Blick auf die Daten sieht man das eben sofort. Und das ist eben auch der große Vorteil hier an diesem Tool, dass man eben schauen kann, stimmt der subjektive Eindruck mit dem wirklichen Erlebnis auf der Rennstrecke überein. Und was wir uns jetzt auch noch vielleicht im Detail angucken können, hier oben jetzt bei dem sozusagen Geschwindigkeit über die Zeit oder über die Streckenlänge, sehen wir ja hier, dass die Linienwahl mehr oder weniger relativ identisch ist. Man sieht hier unten in den Scheitelpunkten ist es teilweise unterschiedlich, aber es ist alles relativ nah beieinander. Ausgenommen ist diese Stelle und diese Stelle. Hier sieht man zum Beispiel, da war ich in der blauen Runde ähnlich von der Linienwahl wie in der schnellsten Runde. Hier allerdings war ich sozusagen ja in jeder Runde eigentlich unterschiedlich. Und wenn wir jetzt mal an die Position scrollen, wo befindet sich das? Das ist sozusagen der Knick oder die kleine Kurve, bevor es zur Mercedes-Tribüne geht. Ne? Also es ist ja dieser kleine Knick und hier hinten ist ja dann die Mercedes-Tribüne. Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterfahren, dann sehen wir, dass es eine sehr offene Kurve oder eine Kurve mit einem sehr geringen Radius. Und da habe ich sonst immer so gemacht, also in der schnellsten als auch in der langsamsten Runde, dass ich relativ lange beschleunigt habe, dann gebremst, dann aber allerdings sehr stark gebremst, um eben das Fahrzeug richtig zu positionieren und dann wieder angefangen habe zu beschleunigen. Und in der blauen Runde, in der zweitschnellsten Runde, habe ich sozusagen früher angefangen, kein Gas mehr zu geben, sondern einfach die Geschwindigkeit mitgenommen und mich durchrollen lassen. Wenn wir jetzt hier mal gucken und die Geschwindigkeiten vergleichen, schnellste Runde 152 km/h, die zweitschnellste Runde 162 und die langsamste 147. Das heißt also hier jetzt im Vergleich, und wenn wir auch hier unten auf diesen Zeitverluststrahl schauen, ist sozusagen diese Linie des Reinrollenlassens und Geschwindigkeit mitnehmen die bessere, denn wir sehen hier unten, das Delta wird kleiner. Also wenn wir nochmal vergleichen, hier vorne gehe ich mit einem Verlust von 2 Sekunden rein, dann kommt die Stelle, wo ich sozusagen das Auto durchrollen lasse und hier ist dann so, dass der Verlust abnimmt. Ja? Das heißt also, hier gewinne ich sozusagen Zeit im Vergleich zur schnellsten Runde. Also auch sehr interessant zu sehen, dass man, wenn man dann die Daten anschaut und die verschiedenen Linien gefahren ist, wunderbar vergleichen kann, welche Linie funktioniert gut und welche funktioniert weniger gut. Hier unten haben wir auch nochmal so eine Stelle. Ne? Da ist das allerdings wahrscheinlich des nervösen Fahrzeugs geschuldet, dass ich hier beim Herausbeschleunigen deutlich mehr Geschwindigkeit mitnehmen konnte als auf den beiden anderen Runden, denn das Fahrzeug war in dem Kurvensegment sehr, sehr unruhig und hatte Traktionsprobleme, was dann eben zu der geringeren Geschwindigkeit führt und deswegen auch hier eben im Graph, wenn wir hier oben den Graph nochmal verschieben, sehen wir eben, dass da dann deutlich später wieder angefangen wird zu bremsen, was jetzt hier unten zum Beispiel gar nicht der Fall ist, weil da hatte ich so wenig Geschwindigkeit, da musste ich nicht bremsen. Hier ist jetzt nochmal ein Punkt mit einer unterschiedlichen Linienwahl, können wir uns auch nochmal anschauen. Das ist sozusagen der Eingang ins Motodrom. Da bin ich in der schnellsten Runde bei 120 Eingangsgeschwindigkeit, der zweitschnellsten 119 und der langsamsten 109. Und da sehen wir auch, dass hier also schnellste und zweitschnellste Runde eigentlich die optimalere Linie ist, denn hier kann ich mehr Geschwindigkeit mitnehmen. Das habe ich in der zweitschnellsten Runde sogar noch ein bisschen besser gemacht. Das sehen wir auch hier unten wieder. Da fällt auch die Tendenz des Deltas wieder ab gegenüber zur schnellsten Runde. Das heißt, da war auch die Linienwahl etwas besser. Overall war sie natürlich aber schlechter, deswegen auch hier dieser Zeitverlust. Interessant ist dann auch, dass man hier zum Beispiel so einen Cut-Over-Point sieht, wo ich sozusagen die ganze Zeit war ich in der zweitschnellsten Runde langsamer als in der langsamsten Runde. Aber hier hat sich das dann gedreht. Da habe ich dann sozusagen den Abstand deutlich verkürzt und bin dadurch auch näher an die schnellste Rundenzeit rangekommen. Das waren jetzt relativ viele Infos. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und auch informativ, dass ihr auch gesehen habt, wie kann das funktionieren, welche Daten kann man rausziehen und wie kann man dann eben diese Daten lesen oder welche Informationen kann man aus den Daten gewinnen. Ich persönlich fand das für mich auf jeden Fall sehr hilfreich, weil ich jetzt wieder mehr weiß, wo muss ich optimieren oder an Stellschrauben drehen, um mein Auto noch ein bisschen schneller zu machen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf der Rennstrecke. Ciao!